Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Weisheiten zum Mitnehmen. Thema heute: Was ist Weisheit? Genauer, was ist eigentlich die Etymologie und die Denotation zu Weisheit? Ich wurde tatsächlich Folgendes gefragt. Sag mal, Georg, was ist eigentlich diese Etymologie und die Denotation zu Weisheit? Und wie würdest du den Ausdruck Weisheiten zum Mitnehmen dann deuten? Klar, ich kann dir das erklären. Bevor wir jedoch in die Tiefe gehen, lasst mich klarstellen, dass Weisheit ein breites und nuanciertes Thema ist, das verschiedene Sichtweisen und Interpretationen zulässt. Wir alle haben unsere eigenen Vorstellungen von Weisheit und das ist auch großartig so. In diesem Video werden wir verschiedene Aspekte von Weisheit erkunden, von der Etymologie bis zu Beispielen von Menschen, die sie in verschiedenen Lebensaltern zeigen. Mein Ziel ist es also, Weisheit als eine vielschichtige und individuelle Eigenschaft zu verstehen. Ich möchte nicht behaupten, dass es nur eine einzige Definition von Weisheit gibt oder dass sie notwendigerweise an das Alter gebunden ist. Also, lasst uns gemeinsam auf diese faszinierende Reise gehen und unser Verständnis von Weisheit vertiefen. Die Etymologie von Weisheit führt uns zurück auf das althochdeutsche Wort Wisheit, das wiederum vom germanischen Visiona abstammt, was so viel wie Wissen oder Verstehen bedeutet. Hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen. Die Denotation von Weisheit ist im Allgemeinen das Wissen und die Fähigkeit, kluge, vernünftige Entscheidungen zu treffen, oft basierend auf Lebenserfahrung. Weisheiten zu mitnehmen könnte man also als eine Aufforderung verstehen, kluge Gedanken oder Ratschläge zu sammeln, die man leicht in den Alltag integrieren kann. Es könnte bedeuten, dass man aus verschiedenen Quellen nützliche Erkenntnisse sammelt und sie in praktische Anwendungen umsetzt, um sein Leben zu bereichern. Es ermutigt dazu, Weisheit nicht nur passiv aufzunehmen, sondern aktiv zu nutzen. Jetzt habe ich mal gelesen, dass Weisheit mit der Zeit anzueignen ist. Nur ältere Menschen sind mit Weisheit ausgestattet. Das ist ein sehr interessantes Thema, aber doch mit Vorsicht zu genießen. Es gibt in der Tat die Vorstellung, dass Weisheit oft mit Lebenserfahrung und dem Älterwerden einhergeht. Das liegt wohl daran, dass ältere Menschen oft viele Erfahrungen gesammelt haben und in der Lage sind, aus diesen Erfahrungen zu lernen. Sie haben oft gelernt, wie man mit verschiedenen Lebenssituationen umgeht und können daher kluge Ratschläge und Einsichten bieten. Aber Weisheit ist nicht zwangsläufig an das Alter gebunden. Ja, es gibt auch junge Menschen, die erstaunlich weise sind, weil sie früh im Leben wichtige Erfahrungen gemacht haben oder auf andere Weise eine tiefe Einsicht entwickelt haben. Weisheit kann also auch durch aktives Nachdenken, Reflexion und das Streben nach Wissen erworben werden, unabhängig vom Alter. Es gibt viele Beispiele von jungen Menschen, die eine bemerkenswerte Weisheit erlangt haben, oft aufgrund ihrer außergewöhnlichen Lebenserfahrung oder ihrer Fähigkeit zur Reflexion. Ich habe hier einige Beispiele ausgewählt. Erstens,
Malala Yousafzai. Malala ist eine junge Aktivistin und Bildungsbefürworterin, die den Friedensnobelpreis erhielt. Trotz ihrer jungen Jahre hat sie eine tiefgreifende Einsicht in die Bedeutung von Bildung und die Notwendigkeit für die Rechte von Mädchen einzutreten. Malalas Weisheit zeigt sich in ihrer Entschlossenheit und ihrem Glauben an die Bedeutung von Bildung, insbesondere für Mädchen. Trotz ihrer Jugend hat sie eine tiefgreifende Erkenntnis darüber, wie Bildung Leben verändern kann, und setzt sich unermüdlich für dieses Ziel ein. Malala begann ihre Aktivitäten für Bildung und Frauenrechte in Pakistan bereits im Alter von 11 Jahren. Sie wurde mit 15 Jahren Opfer eines Attentats und erhielt den Friedensnobelpreis im Alter von 17 Jahren. Zweitens. Greta Thunberg. Die Umweltaktivistin Greta Thunberg begann ihren Schulstreik für das Klima im Alter von 15 Jahren. Sie hat gezeigt, wie junge Menschen eine globale Bewegung inspirieren können, um auf drängende Umweltprobleme aufmerksam zu machen. Greta zeigt Weisheit in ihrem Verständnis der Dringlichkeit der Klimakrise und ihrer Fähigkeit, die Aufmerksamkeit der Welt darauf zu lenken. Ihre Beharrlichkeit und ihre Fähigkeit, komplexe wissenschaftliche Informationen zu verstehen und zu vermitteln, sind Anzeichen für ihre Weisheit. Greta begann ihren Schulstreik für das Klima im Alter von 15 Jahren und wurde weltweit bekannt. Sie setzt ihre Klimaaktivitäten im Teenageralter fort. Drittens. Anne Frank. Anne war ein junges jüdisches Mädchen, das während des Holocaust Tagebuch geführt hat. Ihr Tagebuch zeugt von einer tiefen Einsicht in die Menschlichkeit und die Grausamkeit des Krieges, obwohl sie jung war. Obwohl Anne jung war, drückt ihr Tagebuch eine tiefgreifende Einsicht in die menschliche Natur, die Schwierigkeiten des Lebens im Versteck und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft aus. Es zeigt, wie selbst junge Menschen in extremen Situationen Weisheit entwickeln können. Anne Frank begann ihr Tagebuch im Alter von 13 Jahren, während sie sich im Versteck befand. Sie verstarb im Konzentrationslager Bergen-Belsen im Alter von 15 Jahren. Viertens. Malcolm X. In seiner Jugend führte Malcolm X ein kriminelles Leben, wurde aber später ein wichtiger Bürgerrechtsaktivist und eine Stimme gegen Rassendiskriminierung und soziale Ungerechtigkeit. Er entwickelte im Gefängnis eine tiefe Einsicht in die sozialen Ungerechtigkeiten und die Notwendigkeit von sozialen Veränderungen. Seine Transformation und sein Engagement für die Bürgerrechtsbewegung zeugen von einer bemerkenswerten Weisheit. Malcolm X führte ein kriminelles Leben in jungen Jahren, wurde aber während seiner Haftzeit in den 20ern zum Islam konvertiert und begann sich für die Bürgerrechtsbewegung zu engagieren. Fünftens. Einstein. Albert Einstein war in seinen jüngeren Jahren ein herausragendes Beispiel für eine Person mit tiefer Einsicht und Weisheit. Schon früh entwickelte er Theorien, die die Grundlagen der modernen Physik revolutionierten. Einsteins Weisheit zeigt sich in seiner Fähigkeit, abstrakte Konzepte und Theorien zu entwickeln, die die Wissenschaft revolutionierten. Seine Fähigkeit zur tiefen Reflexion und zur Suche nach neuen Erkenntnissen war ein Zeichen seiner intellektuellen Weisheit. Albert Einstein entwickelte seine bahnbrechenden Theorien zur Relativitätstheorie in seinen 20ern. Er veröffentlichte 1905 seine spezielle Relativitätstheorie,
als er etwa 26 Jahre alt war. Diese Beispiele sollen zeigen, dass Weisheit nicht unbedingt mit dem Alter einhergeht, sondern oft mit außergewöhnlichen Lebenserfahrungen, einer tiefen Reflexion über das Leben und den Mut, für wichtige Prinzipien einzutreten, erlangt werden kann. Es ist wichtig zu beachten, dass Weisheit oft nicht in konkreten Handlungen oder Aussagen von jungen Menschen manifestiert ist, wie es bei älteren Menschen der Fall sein könnte. Stattdessen zeigt sich die Wahrheit von jungen Menschen oft in ihrer Denkweise, ihrem Engagement und ihrer Fähigkeit, aus schwierigen Lebenserfahrungen zu lernen. In all diesen Fällen zeigt sich die Weisheit junger Menschen in ihrer Fähigkeit, wichtige Fragen zu stellen, komplexes Denken zu demonstrieren und für Prinzipien einzutreten, die für sie von Bedeutung sind. Es ist oft eine Weisheit, die aus Leidenschaft, Engagement und einem tiefen Verständnis für die Welt um sie herum erwächst. Jetzt müsste man das Wort junge Menschen definieren, gell? Ich weiß. Nun, die Definition von jungen Menschen kann variieren, abhängig von Kontext, Kultur und Perspektive. Im Allgemeinen bezieht sich der Begriff auf Personen, die sich in den jugendlichen oder jungen Erwachsenenjahren befinden. Dies kann in der Regel Menschen im Alter von 12 bis 30 Jahren umfassen. Es ist wirklich wichtig zu beachten, dass Jugendlichkeit und Weisheit nicht notwendigerweise miteinander in Konflikt stehen und dass junge Menschen in verschiedenen Lebensphasen erstaunliche Einsichten entwickeln können. Konjunktiv, ich weiß. Hier sind einige bedeutende ältere, weise Menschen, die als Kontrast zu den jungen Menschen, die ich zuvor erwähnt habe, dienen könnten. Erstens, Dalai Lama. Der Dalai Lama, das geistige Oberhaupt des tibetischen Buddhismus, ist bekannt für seine Weisheit und spirituellen Führung. Seine Lehren über Mitgefühl, Achtsamkeit und Frieden haben Millionen von Menschen auf der ganzen Welt inspiriert. Zweitens, Nelson Mandela. Der ehemalige südafrikanische Präsident Nelson Mandela gilt als eine Ikone der Freiheit und des Friedens. Seine Weisheit zeigte sich in seiner Fähigkeit zur Versöhnung und zur Überwindung von Rassentrennung und Unterdrückung. Drittens, Mahatma Gandhi. Gandhi war ein indischer Unabhängigkeitsführer und ein Vorbild für gewaltlosen Widerstand. Seine Weisheit lag in seinem Engagement für die Prinzipien der Gewaltlosigkeit und des zivilen Ungehorsams. Viertens, Mutter Teresa. Mutter Teresa war eine Missionarin, die sich ihr Leben lang den Armen und Bedürftigen gewidmet hat. Ihre Weisheit zeigte sich in ihrer bedingungslosen Liebe und Fürsorge für die Armen und Kranken. Fünftens, Cicero. Cicero war ein römischer Staatsmann, Philosoph und Redner. Seine Schriften über Politik, Ethik und Rhetorik haben das Denken vieler Generationen beeinflusst und zeugen von seiner intellektuellen Weisheit. Sechstens, Platon. Der antike griechische Philosoph Platon war ein Schüler von Sokrates, meinem Urgroßvater übrigens, und ein Lehrer von Aristoteles. Seine Schriften über Philosophie, Politik und Ethik sind bis heute von Bedeutung und zeugen von seiner tiefen intellektuellen Weisheit. Siebtens, Jane Goodall. Die britische Ethnologin Jane Goodall ist bekannt für ihre bahnbrechende Arbeit in der Erforschung von Schimpansen und ihr Engagement für den Umweltschutz. Ihre Weisheit zeigt sich in ihrem Verständnis für die Natur und ihrer Leidenschaft für den Naturschutz. Diese weisen Menschen haben auf unterschiedliche Weise zum Wohl der Menschheit beigetragen
und zeigen, dass Weisheit in verschiedenen Formen und Lebensphasen gefunden werden kann. Letztendlich hängt die Entwicklung von Weisheit von der Bereitschaft ab, aus Erfahrungen zu lernen, sich selbst und die Welt um einen herum zu reflektieren und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Sie ist nicht allein auf das Alter beschränkt, sondern auf die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten und wie wir mit unseren Erfahrungen umgehen. Die Denotation von Weisheit ist also das, was die meisten Menschen, wenn sie dieses Wort hören, sofort damit verbinden. Die Fähigkeit, klug zu handeln und weise Entscheidungen zu treffen. Dann passt ja die Vorstellung oder Aussage, dass nur ältere Menschen Weisheit haben, ja nicht unbedingt, oder? Oder kann man das so auslegen, je älter jemand ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit seines hohen und klugen Wissens? Liegt in der Natur der Natur. Ja, je älter, desto wissender. Wie gesagt, das ist eine weit verbreitete Vorstellung, dass ältere Menschen aufgrund ihrer Lebenserfahrung und des Älterwerdens tendenziell weiter sind. Es gibt sicherlich eine gewisse Wahrheit in dieser Idee, da Lebenserfahrung oft dazu beiträgt, kluge Einsichten zu gewinnen. Je älter jemand ist, desto mehr Gelegenheit hat er, aus verschiedenen Lebenssituationen zu lernen. Es ist aber nicht zwingend, je älter, desto weiser, sondern eher, je mehr Erfahrung und Reflexion, desto weiser. Weisheit kann sich in jedem Lebensalter entwickeln, wenn man bereit ist, aus den eigenen Erfahrungen zu lernen und aktiv nach Weisheit zu suchen. Die Natur der Erfahrungen und die Art und Weise, wie jemand mit ihnen umgeht, sind entscheidender für die Entwicklung von Weisheit als alleine das Alter. Ja, die Natur hat oft ihren eigenen Humor, ja. Ist es aber nicht zwangsläufig so, wenn ein Mensch länger auf dem Planeten lebt, dieser natürlich mehr Erfahrungen erfährt, also weiser ist? Ja, es ist durchaus plausibel anzunehmen und in diesem Fall und in diese Falle zu tappen, dass Menschen, die länger auf der Welt leben, mehr Lebenserfahrung sammeln und daher in der Regel über einen größeren Schatz an Erfahrungen verfügen. Diese Erfahrungen können ihnen helfen, weisere Entscheidungen zu treffen und klügere Einsichten zu gewinnen. Dennoch, es ist wichtig zu beachten, dass allein das Alter nicht automatisch Weisheit garantiert. Es gibt Menschen, die trotz ihres Alters nicht unbedingt weise sind, weil sie vielleicht nicht aktiv aus ihren Erfahrungen lernen oder sich nicht in die Reflexion vertiefen. Auf der anderen Seite gibt es auch junge Menschen, die aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten oder ihrer aktiven Suche nach Wissen und Weisheit erstaunlich weise sind. Also ja, längeres Leben führt tendenziell zu mehr Lebenserfahrung, aber Weisheit erfordert oft mehr als nur das Sammeln von Erfahrungen. Ich wiederhole mich. Es beinhaltet auch die Bereitschaft zur Reflexion, zum Lernen und zur Anwendung dieser Erfahrungen auf kluge Entscheidungen. Kurz gesagt, während das Alter oft mit Weisheit einhergeht, ist es nicht die alleinige Voraussetzung für Weisheit. Das mit dem Alter habe ich mittlerweile inhaliert, wenn ich mir so manche Politiker anschaue. Ja, das Alter allein garantiert eben nicht Weisheit. Und es gibt genug Politiker und Menschen in Führungspositionen,
die trotz ihres Alters nicht unbedingt weise Entscheidungen treffen. Weisheit erfordert neben Lebenserfahrung nochmal auch die Fähigkeit zur Reflexion, zur kritischen Analyse und zur Anwendung von Erkenntnissen auf kluge Entscheidungen. Es ist immer wichtig, kritisch zu denken und nicht automatisch davon auszugehen, dass jemand aufgrund seines Alters weise ist. Weisheit kann in jedem Lebensalter gefunden werden, wenn die richtigen Voraussetzungen vorhanden sind. In diesem Sinne, die wirkliche Weisheit besteht darin zu erkennen, dass man nicht alles weiß. Sokrates. Dieses Zitat von Sokrates betont die Demut und das bewusste Anerkennen unserer begrenzten Kenntnisse, was ein wichtiger Aspekt von Weisheit ist. Weisheiten zum Mitnehmen, bleibt mir gewogen, euer Georg Muratidis. Bis zum nächsten Mal. Kommentare erwünscht.